Graue Wolken hängen tief über Tromsø. Ein kalter Wind pfeift uns um die Ohren, während wir die große Tromsø-Brua überqueren. Es ist Tag 17 unserer Reise und wir kommen Schritt für Schritt einem unserer großen Ziele näher, dem Nordkap. Doch bevor wir uns auf den Weg machen, ein herzliches Grüezi miteinander und willkommen zu Teil 5 unserer Skandinavienreise. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im letzten Teil haben wir die Lofoten besucht, diese magische Inselgruppe zwischen Meer und Bergen, und sind über Andenes und Gryllefjord schließlich in Tromsø angekommen. Heute wollen wir nach Alta fahren, rund 380 Kilometer entfernt, und so auch die letzte größere Stadt vor dem Nordkap erreichen. Zum Abschied werfen wir noch einen Blick auf die Eismeerkathedrale und den Storsteinen, den Hausberg von Tromsø. Der erste Teil der Route führt uns durch in Berge eingebettete Täler und entlang unzähliger, zum Teil endlos langer Fjorde, wie zum Beispiel der Lyngenfjord, der für seine dramatische Landschaft mit steilen Bergen und tiefen Gewässern bekannt ist. She must be, we used to be so strong. Tell me where did we go wrong? So honey, before the night is through, I'm gonna miss you. Nach etwa 2/3 der Strecke verändert sich die Landschaft merklich. Die Temperaturen sinken und der Schnee reicht nun bis an den Straßenrand. Wir nähern uns dem Kvænangsfjellet. Mit etwas mehr als 400 Metern ist der Pass einer der höchsten im nördlichen Norwegen, auch wenn die umliegenden Berge deutlich darüber hinausragen. Wer möchte, kann den Pass durch den Kvænangstunnel umfahren. Doch dann würde einem die atemberaubende Aussicht von der Passhöhe entgehen. Nach einer kurzen Pause fahren wir weiter. Vor uns liegen noch gut 150 Kilometer. Die Warnschilder am Straßenrand weisen auf Rentiere und Elche hin. Rentiere haben wir inzwischen schon einige gesehen. Aber wo steckt nur der Elch? Oh, ist das dort einer? Nein, leider nicht. Also wird uns diese Frage in den kommenden Tagen wohl noch weiterhin beschäftigen. Was uns ebenfalls aufgefallen ist, sind die dreisprachigen Ortsschilder. Die erste Sprache ist Norwegisch, die zweite Samisch. Doch was ist die dritte? Nach unseren Recherchen könnte es Kvenisch sein, eine ostseefinnische Sprache. Wir sind uns aber nicht ganz sicher. Wenn ihr mehr darüber wisst, hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Am späteren Nachmittag erreichen wir Alta, unsere letzte Station vor dem Nordkap und bekannt als Stadt der Nordlichter. Rund 12.000 Menschen leben hier vom Tourismus, dem Fischfang und vor allem dem Bergbau. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört die Nordlichtkathedrale, die 2013 eingeweiht wurde. Fast 3 Wochen sind vergangen, seit wir von zu Hause aufgebrochen sind. In dieser Zeit haben wir ziemlich genau 5000 Kilometer zurückgelegt. Eine Strecke voller Eindrücke, Erlebnisse
und unvergessliche Momente. Heute erreichen wir endlich das Ziel, von dem so viele Motorradfahrer träumen, das Nordkap. Früh am Morgen sind wir in Alta losgefahren und hoffen am frühen Nachmittag am Nordkap anzukommen. Anschließend müssen wir den ganzen Weg bis nach Olderfjord zurückfahren, um zu unserem Tagesziel Lakselv zu gelangen. Je weiter wir nach Norden kommen, desto karger wird die Landschaft. Das Grün weicht graubraun, spärliche Büsche bestimmen die Weite der Natur. Hier noch einige persönliche Gedanken zum Nordkap und zu unserer Reise. Das Nordkap wird zwar oft als Traumziel angesehen, doch seien wir ehrlich. Hier im Norden gibt es viele schönere Orte und am Nordkap selbst muss man viel Glück haben, um gutes Wetter zu erwischen. Für uns war daher der Weg das eigentliche Ziel der Reise, nicht das Nordkap selbst. Bis zuletzt haben wir es vom Wetter abhängig gemacht, ob wir dorthin fahren oder nicht. Fixiert euch also nicht nur auf das Nordkap, sondern genießt einfach die wunderschöne Landschaft Skandinaviens. Seit 1999 gibt es den Nordkap-Unterwassertunnel, der die Insel Mageroja, auf der das Nordkap liegt, mit dem Festland verbindet und die alte Fährverbindung ersetzt. Kurz vor dem Ziel machen wir noch einen kleinen Fotostopp und genießen die wilde Landschaft. So, nur noch wenige Meter und wir erreichen den nördlichsten Punkt Europas, den man mit einem, sagen wir mal so, normalen Fahrzeug erreichen kann. Where are you from? Switzerland. Okay, parking is free for
for the moment. Parking is free. Thank you very much. See you. Glück gehabt. Heute keine Parkgebühren. Was das wohl im Hochsommer kostet? Keine Ahnung. Schnell finden wir einen Parkplatz und schon erblicken wir in der Ferne den berühmten Nordkap-Globus, der 1978 hier errichtet wurde. Zu unserer Überraschung hält sich der Menschenauflauf in Grenzen. Knapp ein Dutzend Personen machen die obligatorischen Selfies und auch wir sind hier keine Ausnahme. Zwar scheint die Sonne, was wir schon als kleines Wunder empfinden, doch ein stürmischer, eisiger Wind pfeift uns um die Ohren. Deshalb halten wir den Stopp hier oben kurz. Auf den Besuch der Nordkap-Hallen verzichten wir. Der Eintritt kostet knapp 25 € pro Person. Stattdessen genießen wir die Gegend und machen uns bald wieder auf den Rückweg. Auf Wiedersehen, Nordkap. So, nun geht es knapp 130 Kilometer zurück nach Odderfjord, von wo wir dann bis nach Lakselv weiterfahren möchten. Oh, ein Elch. Nein, Fehlalarm. Aber immerhin ein stattliches Rentier. Übernachten werden wir heute in der kleinen Stadt Lakselv, wo wir eine schöne Wohnung gefunden haben. Nach dem Abendessen genießen wir auf der Terrasse die Strahlen der Mitternachtssonne und freuen uns auf die kommenden Tage. Als wir frühmorgens in Lakselv erwachen, scheint noch die Sonne. Kaum sitzen wir aber auf dem Motorrad, beginnt es zu regnen. Trotzdem bleiben wir zuversichtlich, denn die Wetterprognosen versprechen für heute Sonnenschein. Heute wollen wir bis nach Kirkenes fahren. Dabei stehen uns 3 Routenoptionen offen. Entweder südlich über Finnland, entlang der finnisch-norwegischen Grenze oder die Strecke, die wir schließlich wählen, nördlich entlang der Küste. Da es hier oben meistens flach ist, verlaufen die Straßen in manchen Abschnitten über mehrere Kilometer schnurgerade.
Die Landschaft verändert sich ständig. Mal waldig und grün, dann wieder karg und öde, nur um nach wenigen Kilometern erneut in sattes Grün überzugehen. Gegen Mittag finden wir ein schönes Plätzchen mit herrlicher Aussicht und genießen die an der Tankstelle gekauften lokalen Spezialitäten. Das kleine Dorf Danabru mit seinen knapp 600 Einwohnern wäre kaum erwähnenswert, wäre da nicht die moderne, gleichnamige Brücke aus dem Jahre 2020. Zudem ist Danabru ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt in der östlichen Finnmark. Wie man gut erkennen kann, haben sich die Regenwolken zwischenzeitlich verzogen und die Sonne strahlt über den Himmel. Wir sind dankbar für die warmen Sonnenstrahlen, denn die Temperaturen liegen nur knapp im zweistelligen Bereich. Bevor wir zu unserer Unterkunft in Kirkenes fahren, machen wir noch einen Abstecher nach Grense Jakobselv, dem nordöstlichsten Punkt Norwegens. Die Straße dorthin verläuft entlang des norwegisch-russischen Grenzflusses. Der Ort selbst liegt unmittelbar an der Grenze. Von den Häusern stehen nur noch wenige und alles wirkt verlassen. Vorbei kommt man auch an der König Oskar II. Kapelle, die 1869 erbaut wurde und nach dem schwedischen König Oskar II. Benannt ist. Hier Norwegen, dort drüben Russland. Vor uns liegen noch 60 Kilometer bis nach Kirkenes. Den ganzen Weg entlang dem Grenzfluss, zurück bis zur Kreuzung in Storskog. Hier in Storskog befindet sich der einzige Grenzübergang zwischen Norwegen und Russland. Von hier aus sind es 200 Kilometer bis nach Murmansk. Wir lassen die Grenze jedoch rechts liegen und fahren weiter zu unserer Unterkunft, die etwas außerhalb von Kirkenes liegt. Heute gönnen wir uns ein wenig Luxus und übernachten im Snow Resort Kirkenes, einem Hotel, der vor allem für sein Eishotel bekannt ist. Da wir in den vergangenen Tagen genug mit der Kälte zu kämpfen hatten, entscheiden wir uns für eine kleine, aber gemütliche Hütte. Eine Besichtigung des Eishotels darf aber selbstverständlich nicht fehlen.
Neben Rentieren gibt es hier auch eine Station mit Schlittenhunden, die man auf eigene Faust besuchen kann. Und sogleich verlieben wir uns in diesen kleinen Kerl, der Anakin heißt. Möge die Macht mit dir sein. Fürs leibliche Wohl ist im hoteleigenen Restaurant gesorgt. Und zum Abschluss des Tages werden wir mit einem hervorragenden Abendessen verwöhnt. Nach einer ruhigen Nacht werden wir am Morgen von einem kleinen Hasen begrüßt, der sich munter vor unserem Fenster tummelt. Das Frühstück im Hotel war äußerst reichhaltig und wir haben es in vollen Zügen genossen. Doch irgendwann kommt der Moment, an dem es heißt, Motorrad packen und aufbrechen. Von Kirkenes aus fahren wir weiter nach Süden und damit auch der norwegisch-finnischen Grenze entgegen. Nach rund 15 Tagen verlassen wir Norwegen. Ein Land, das uns mit seiner atemberaubenden Landschaft tief beeindruckt hat. Wir haben viele wunderschöne Orte gesehen und doch gibt es noch so viel, was auf uns wartet. Irgendwann, so hoffen wir, werden wir wieder zurückkehren. Und so heißt es nun, Ha det bra, Norge, auf Wiedersehen Norwegen und Tervetuloa Suomeen, willkommen in Finnland. Wie es mit unserer Reise durch Finnland und Schweden weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt uns einen Daumen hoch und schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns riesig darauf. Also tschüss und bis bald.